Arizona ist bekannt für seine Wüstenlandschaften und Canyons. Im Juni 2008 wurde der US-Bundesstaat jedoch Schauplatz eines Mordes. In Mesa wird ein Mann von seinen Mitbewohnern tot in seiner Wohnung gefunden. Er wurde Opfer eines grausamen Angriffs. Seine Kehle ist aufgeschlitzt, er hat 27 Stichwunden am ganzen Körper. Außerdem wurde ihm ins Gesicht geschossen. Bei dem Opfer handelt es sich um Travis Victor Alexander. Er wurde 1977 in Riverside, Kalifornien geboren. Nach dem Tod seines Vaters wurden er und seine Geschwister von der Großmutter väterlicherseits aufgenommen, die sie schließlich in die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage brachte. Die sind eher bekannt als Mormonen und deshalb werde ich sie für den Rest des Videos einfach Mormonen nennen, weil es kürzer ist. Alexander war bei einem Marketingunternehmen angestellt. Außerdem arbeitete er als Motivational Speaker. Er lernt Jodi Ann Arias im September 2006 auf einer Konferenz in Las Vegas kennen und die beiden verstehen sich gut. Allerdings möchte er, dass Arias das Buch der Mormonen liest. Und am 26. November 2006 tauft er sie schließlich. Erst danach, ab dem 2. Februar 2007, sind sie dann offiziell ein Paar, trennen sich jedoch nur 4 Monate später, nachdem Arias auf Alexanders Handy Nachrichten einer anderen Frau liest, was zu einem Streit führt. Nur einen Monat später, im Juli 2007, ist Alexander schon mit einer anderen Frau zusammen, doch Arias ist eifersüchtig. Im Dezember schlitzt sie seine Reifen zweimal auf, schreibt seiner neuen Freundin Droh-E-Mails und hackt seinen Facebook-Account. Alexander erzählt seinen Freunden auch, dass Arias eines Nachts durch die Hundetür in sein Haus schleicht, während er schläft. Wenn das jetzt nicht crazy ist. Im März 2008 kehrt Arias schließlich nach Kalifornien zurück. Die beiden bleiben allerdings trotz aller Vorkommnisse in Kontakt. Jetzt, 2 Monate später, liegt Alexander jedoch tot in seiner Dusche. Und das konnte nicht das Ergebnis eines Suizidversuchs sein. Schon als seine Mitbewohner die Polizei über den Fund der Leiche informieren, erwähnen sie den Namen seiner Ex-Freundin, Jodi Arias. What's going on? A friend of ours is dead in his bedroom. We hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and said there's lots of blood. I didn't go in, but I can give you the phone to someone who went in there. Yes, please, can you? Hello. Hi, so what's going on? He's dead. He's in his bedroom. Okay. In the shower. Okay, how did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for a few days. She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut his wrist? It's all over the place. Hold on just a moment. Okay, you're a good friend of Travis's, correct? Yes, I am. Okay. Yeah. Has he been depressed at all? Thinking about committing suicide, anything like that? I don't think he's been thinking he committed suicide. He's been really depressed because he broke up with this girl, and he was all upset about that. But I don't think he would actually kill himself over that. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that. And do you know the ex-girlfriend's name? Do you remember it? Yeah. What's his ex-girlfriend's name? Ask Taylor. And do you know if he's ever reported it to the police? Her name is Jodi. I don't know if he's ever reported. Hold on. Jodi Ann Arias wurde 1980 in Salinas, Kalifornien geboren. Schon als Kind fotografiert sie gerne und macht das später auch zu ihrem Beruf. Über ihre Kindheit sagt sie doch auch, dass sie oft von ihren Eltern geschlagen wurde. Als Arias nun von der Polizei bezüglich des Todes ihres Ex-Freundes befragt wird, gibt sie jedoch an, dass sie es nicht gewesen sein könne, da sie zum Zeitpunkt des Mordes auf einem Roadtrip gewesen sei. Sie habe Alexander zuletzt im April 2008 gesehen, also 2 Monate vor seinem Tod. Doch am Tatort zeigt sich ein anderes Bild. Die Ermittler finden dort einen blutigen Handabdruck, der mit Arias Fingerabdrücken übereinstimmt. Außerdem wird eine Patrone vom Kaliber 25 in der Nähe des Waschbeckens im Badezimmer gefunden. Alexanders Digitalkamera befindet sich in der Waschmaschine im Erdgeschoss. Und obwohl die Bilder gelöscht wurden, kann die Polizei die Fotos wiederherstellen. Diese zeigen Arias und Alexander, beide in sexuell anzüglichen Posen, um ca. 13:40 Uhr am 4. Juni, also kurz bevor Alexander starb,
Und das letzte Foto, das Alexandra lebend und in der Dusche zeigt, wurde um 17:29 Uhr am 4. Juni aufgenommen. Wenige Augenblicke später erscheinen Bilder einer Person, die stark blutend auf dem Boden liegt. Somit wird Arias zur einzigen Verdächtigen. Am 15. Juli 2008 wird sie unter dem Verdacht des Mordes 1. Grades verhaftet. Und nun ändert sie ihre Geschichte. Und Spoiler Alert, es wird nicht das erste Mal sein, dass sie etwas an ihrer Geschichte ändert. Sie sagt nun, dass sie tatsächlich in Alexanders Wohnung gewesen sei. Allerdings seien die beiden Opfer von maskierten Einbrechern geworden. Wenn das jedoch stimmen sollte, warum rief sie dann nicht direkt nach dem Angriff die Polizei? Und nun sieht der Tatort eines Mordes auch einfach ganz anders aus als der eines Raubüberfalls. Arias kam also mit ihrer Geschichte nicht weit. Und was macht sie jetzt? Sie ändert die Geschichte erneut. Sie erzählt der Polizei nun, dass Alexandra sie angegriffen hätte und gibt zu, dass sie ihn in Notwehr tötete. Sie sei ein Opfer häuslicher Gewalt gewesen. Und damit beginnt am 10. Dezember 2012 ihr Prozess, der es in sich haben sollte. Arias sagt vor Gericht ganze 18 Tage lang aus und beschreibt die Details ihrer Beziehung mit Alexandra. Sie versucht zu erklären, warum sie ihre Geschichte im Laufe der Ermittlungen mehrmals änderte. Anscheinend sei sie in einer Art Trauma gewesen und jegliche Erinnerung an die Ereignisse von dem Tag, an dem sie Alexandra tötete, seien in eine Art Nebel gehüllt. Ihr Verteidiger plädiert auf Notwehr. Aber wenn es nur Notwehr war, warum sollte sie auf Alexandra 27 Mal einstechen, ihm in den Kopf schießen und dann noch die Kehle durchschneiden? Die Richter zweifeln also an der Theorie der Notwehr und gehen von einem geplanten Mord aus. Anhand von Beweisstücken rekonstruieren sie die Geschehnisse wie folgt. Anfang 2008 erzählt Alexandra seinen Freunden, dass Arias ihn auf eine für den 15. Juni geplante Geschäftsreise nach Cancun in Mexiko begleiten würde. Doch ein paar Monate später bittet er darum, seine Reisebegleitung durch eine andere Freundin zu ersetzen. Das war eventuell der Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte. Von Kalifornien aus plant Arias jetzt nämlich ihren Rachefeldzug. Am 28. Mai 2008 wird in das Haus von Arias Großeltern in Yreka in Kalifornien eingebrochen. Es werden eine 25-Kaliber-Pistole und andere Gegenstände entwendet. Die Waffe der Großeltern wird nie gefunden, also zumindest nicht in Kalifornien. Am 2. Juni 2008 mietet Arias einen weißen Ford Focus in Redding, etwa 100 Meilen südlich von ihrem Wohnort. Sie ruft dann einen Freund an und bittet ihn, ihr 2 Benzinkanister zu leihen. Quittungen zeigen auch, dass sie am 3. Juni 2008 einen dritten Benzinkanister kauft. Am selben Abend kauft sie in einer weiteren Tankstelle 8 Gallonen Benzin mit ihrer Kreditkarte und nur 4 Minuten später weitere 9 Gallonen Benzin mit Bargeld. Für die Europäer unter uns, das sind etwa 64 Liter Benzin. Also ganz schön viel, sollte man meinen. Wofür sie das wohl braucht? Sie hat doch nicht etwa vor, nach Arizona zu fahren? Am 4. Juni klingelt sie bei Alexander. Sie haben Sex, was die Fotos auf Alexanders Digitalkamera bezeugen. Und später schießt sie ihn in den Kopf, sticht etwa 27 Mal mit einem Messer auf ihn ein und schneidet ihm schließlich noch die Kehle durch. Sie fährt zurück nach Kalifornien und gibt dort das Mietauto am 7. Juni zurück. Die Mitarbeiter bei der Autovermietung staunen allerdings nicht schlecht. Arias hatte ihnen gesagt, dass sie das Auto nur lokal fahren würde. Aber jetzt zeigt der Tacho an, dass etwa 2800 Meilen gefahren wurden. Ja, vielleicht meinte sie lokal in sibirischen Verhältnissen. Außerdem fehlen alle Fußmatten und auf den Vorder- und Rücksitzen befinden sich rote Flecken. Das Auto wird daraufhin von der Autovermietung gereinigt, bevor es die Polizei untersuchen kann. Arias fährt dann nach Utah, um Freunde zu treffen. Diese bemerken, dass ihre Hände bandagiert sind und sie Pullover mit langen Ärmeln trägt, was zu der Jahreszeit unnatürlich ist. Wie warm wird es in Utah im Juni so? Da muss ich mal eben kurz recherchieren. Okay. Arias hat jedoch eine Geschichte parat, mit der sie angeblich erklären kann, wie sie sich die Schnittwunden an ihren Händen zugezogen hat. Sie habe sich während ihrer Arbeit im Restaurant Margaritaville geschnitten. Dumm nur, dass ein solches Restaurant weder existiert, noch jemals in der Gegend existiert hat. Man könnte jetzt meinen, dass die Beweise gegen sie schon schier erdrückend sind, aber Arias plädiert immer noch auf Notwehr.
Die Staatsanwaltschaft argumentiert nun, dass die Patrone des Kalibers 25, die in der Nähe von Alexanders Leiche gefunden wurde, wohl aus derselben Waffe stammen musste, die bei dem Einbruch in das Haus von Arias Großeltern gestohlen wurde. Es wird also vermutet, dass Arias den Einbruch inszeniert und die Waffe benutzt hat, um Alexander zu töten. All dies spricht dafür, dass Arias ihre Tat geplant hat, und deshalb steht die Todesstrafe im Raum. Dagegen sprechen sich jetzt allerdings einige Psychologen aus, die sagen, dass Arias zum Zeitpunkt des Mordes wahrscheinlich unter akutem Stress litt, der ihren Körper in eine Kampf- oder Fluchtreaktion versetzte, um sich zu verteidigen und etwaige Konsequenzen auszublenden. Auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung steht zur Diskussion. Die Geschworenen können sich im Mai 2013 nicht auf die Todesstrafe einigen, sodass das Verfahren den Status Mistrial, also fehlgeschlagenes Verfahren, bekommt. Auch in der Wiederverhandlung rund ein Jahr später mit neuen Geschworenen kann man sich nicht auf die Todesstrafe einigen. Es kommt wieder zu einem Mistrial. Und da die Staatsanwaltschaft nur zweimal die Todesstrafe beantragen kann, ist sie jetzt also vom Tisch und Arias wird am 8. Mai 2015 nach 15 Stunden Beratung des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Sie wird zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt, die sie derzeit im Arizona State Prison Complex Perryville in Goodyear absitzt. Das ist also die Geschichte von Jodi Arias. Hätte sie die Todesstrafe verdient? Wir sehen uns bald zu einem neuen Video. Bis dann!